Sie waren 4 Schwestern. Gemeinsam wuchsen sie als Töchter von Alice von Battenberg in den Palästen Griechenlands auf. Als Kinder glaubten sie, ihr ganzes Leben würde zwischen prachtvollen Schlössern und königlichen Gärten stattfinden, doch keine von ihnen ahnte, wie dramatisch sich ihr Schicksal entwickeln würde. Das ist die Geschichte der 4 Töchter von Alice von Battenberg. Prinzessin Alice von Battenberg wird 1885 auf Schloss Windsor geboren, mitten im Herzen des britischen Königshauses. Sie ist eine Urenkelin von Königin Victoria. Ihr Vater ist Prinz Ludwig von Battenberg, ihre Mutter Prinzessin Victoria von Hessen und bei Rhein. 1903 heiratet Alice Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, den jüngsten Sohn von König Georg I. Das junge Paar beginnt ein neues Leben in Griechenland. In den folgenden Jahren kommen 4 Töchter zur Welt: Margareta, Theodora, Cecilie und Sophie. Erst 1921 wird mit Prinz Philipp das jüngste Kind der Familie geboren. Als älteste der 4 Mädchen wirkt Margareta schon früh ruhig und verantwortungsvoll. Oft kümmert sie sich ganz selbstverständlich um die Jüngeren. Nur gut ein Jahr später kommt Theodora auf Schloss Tatoi zur Welt. Innerhalb der Familie nennt man sie liebevoll Dolla. Schon als Kind fällt sie durch ihre verträumte Art auf. Später erinnert sich die Familie schmunzelnd daran, wie Theodora voller Überzeugung erzählt, Feen durch den Schlosspark fliegen gesehen zu haben. Oft ist sie so tief in ihre Gedanken versunken, dass ihre Geschwister sie damit liebevoll aufziehen. Im Juni 1911 wird Cecilie geboren. Mit ihrer fröhlichen und offenen Art bringt sie schon früh Leben in die Familie. Sie versteht sich mit ihren Geschwistern und wächst in einer liebevollen Umgebung auf, die von gemeinsamen Spielen und einem starken Zusammenhalt geprägt ist. 3 Jahre später folgt schließlich Sophie, die jüngste der 4 Mädchen. Innerhalb der Familie trägt sie den Spitznamen Tini. Als Nesthäkchen beobachtet sie ihre älteren Schwestern zunächst aufmerksam und versucht, mit ihnen Schritt zu halten. Zwischen den Palästen von Athen, den weitläufigen Gärten von Schloss Tatoi und der königlichen Sommerresidenz Mon Repos auf Korfu verbringen die 4 Töchter von Alice von Battenberg ihre ersten unbeschwerten Lebensjahre. An den Vormittagen unterrichtet eine Gouvernante die Kinder in Englisch und Griechisch. Zum festen Tagesablauf gehören außerdem Musik- und Tanzunterricht sowie gemeinsames Turnen. Kaum ist der Unterricht beendet, hallen fröhliche Kinderstimmen durch die langen Korridore der königlichen Residenz. Die Schwestern laufen durch die weitläufigen Schlossgärten, spielen miteinander oder erkunden neugierig ihre Umgebung. Es sind unbeschwerte Tage voller Lachen und kleiner Abenteuer. Die 4 Mädchen wachsen eng miteinander verbunden auf und genießen eine Kindheit, die ihnen damals ganz selbstverständlich erscheint. Die glücklichen Jahre in Griechenland finden schon bald ein jähes Ende. Politische Unruhen erschüttern das Land. Für Alice und Andreas bricht eine Welt zusammen. Gemeinsam mit ihren 5 Kindern müssen sie Griechenland verlassen und ins Exil gehen. Mit der Flucht verlieren sie nicht nur ihre Heimat, sondern auch einen Großteil ihres Vermögens und ihrer bisherigen Stellung. Aus den königlichen Residenzen werden wechselnde Unterkünfte in der Schweiz und später in der Nähe von Paris. Von nun an ist die Familie auf die Unterstützung wohlhabender Verwandter angewiesen. Für die Kinder fühlt sich diese neue Welt zunächst dennoch erstaunlich unbeschwert an. Sie verbringen glückliche Stunden am Meer, spielen miteinander und halten eng zusammen.
Margaretha und Theodora verbringen außerdem einige Monate bei ihrer Großmutter in England und lernen dort das Leben ihrer britischen Verwandten kennen. Während Prinz Andreas versucht, seinen Kindern die Sorgen des Alltags fernzuhalten, verändert sich Alice immer stärker. Sie beschäftigt sich intensiv mit ihrem Glauben und mit spirituellen Fragen. Nach und nach zieht sie sich in ihre eigene Welt zurück. Die Sorge der Familie wächst. Noch ahnt niemand, dass sich das Leben der Familie schon bald für immer verändern wird. Im Jahr 1930 erreicht die Krise der Familie ihren traurigen Höhepunkt. Auf Drängen ihrer Angehörigen lässt sich Alice wegen ihrer seelischen Erkrankung in einem Sanatorium in der Schweiz behandeln. Für ihre 4 Töchter beginnt damit die wohl schwerste Zeit ihrer Kindheit. Auch Prinz Andreas hat sich inzwischen von seiner Familie gelöst. Er verbringt den Großteil seiner Zeit mit einer Geliebten an der französischen Riviera. Die 4 Schwestern stehen plötzlich ohne den vertrauten Halt ihrer Eltern da. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass die erst 16-jährige Sophie als erste der 4 Schwestern heiratet. Am 15. Dezember 1930 gibt sie auf Schloss Friedrichshof in Kronberg Prinz Christoph von Hessen das Jawort. Gemeinsam zieht das junge Paar nach Berlin, wo Christoph zunächst für eine Versicherungsgesellschaft arbeitet. Aus der Ehe gehen später 5 Kinder hervor. Nur wenige Wochen später folgt Cäcilie. Am 2. Februar 1931 heiratet sie Georg Donatus, den Erbgroßherzog von Hessen und bei Rhein. Nach der Hochzeit zieht das Paar auf Schloss Wolfsgarten bei Darmstadt. Nach den wirtschaftlich schwierigen Jahren des Exils und der Weltwirtschaftskrise führen beide dort kein übertrieben luxuriöses Leben, sondern einen vergleichsweise bescheidenen Alltag. Innerhalb weniger Jahre werden Ludwig, Alexander und Johanna geboren. Für Cäcilie scheint damit endlich eine glückliche und stabile Zukunft zu beginnen. Während ihre Töchter nacheinander heiraten und eigene Familien gründen, bleibt Alice all diesen wichtigen Momenten fern. Sie kann weder die Hochzeiten ihrer Töchter noch die Geburt ihrer ersten Enkelkinder miterleben. Nach ihrer Entlassung aus dem Sanatorium im Jahr 1932 reist Alice zunächst 5 Jahre lang rastlos durch Deutschland, lebt in einfachen Pensionen. Besonders zu Cäcilie kommt es in dieser Zeit zu keiner wirklichen Aussöhnung. Mutter und Tochter sehen sich kaum noch. Als dritte der 4 Schwestern heiratet Margaretha am 20. April 1931 Gottfried, Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Nach den Jahren des Exils bedeutet diese Hochzeit für sie weit mehr als nur eine standesgemäße Verbindung. Gemeinsam mit Gottfried beginnt sie ein neues Leben und findet zum ersten Mal seit ihrer Kindheit wieder einen festen Lebensmittelpunkt. Schon bald übernimmt Margaretha Verantwortung für Haushalt, Schloss und Familie. Doch auch ihr bleibt persönliches Leid nicht erspart. Ihre erste Schwangerschaft endet 1933 mit einer Totgeburt. Ein schwerer Schicksalsschlag für das junge Ehepaar. Zwei Jahre später wird schließlich ihr erster Sohn Kraft geboren. Es folgen Beatrix, Georg, Andreas sowie 1944 die Zwillingssöhne Ruprecht und Albrecht. Mit ihren 5 Kindern erfüllt sich für Margaretha der Wunsch nach einem eigenen glücklichen Familienleben. Während ihr Mann häufig beruflich und später auch militärisch unterwegs ist, kümmert sie sich mit großer Hingabe um die Erziehung der Kinder und den Alltag auf Schloss Langenburg. Bis zu Gottfrieds Tod im Jahr 1960 bleibt das Ehepaar glücklich miteinander verheiratet.
Als letzte der 4 Schwestern heiratet Theodora am 17. August 1931 Berthold, Markgraf von Baden. Schon bei Sophies Hochzeit hatte sie ihrer jüngeren Schwester liebevoll beim Anlegen des Brautkleides geholfen. Ein stiller Moment, der die enge Verbundenheit der Schwestern zeigt. Nach der Hochzeit zieht Theodora auf Schloss Salem. Mehrere Quellen beschreiben diese Zeit als den Beginn eines ruhigeren und glücklicheren Lebensabschnitts. Schon ein Jahr später wird Tochter Margarita geboren. Es folgen die beiden Söhne Maximilian und Ludwig. Mit ihren 3 Kindern scheint sich für Theodora der Wunsch nach einem eigenen Familienleben zu erfüllen. Für einen Augenblick scheint es, als hätten die 4 Schwestern endlich ihr persönliches Glück gefunden. Doch dieses Glück sollte nicht von Dauer sein. Dichter Nebel liegt über den Flugplatz von Ostende. Die Konturen des Flugzeugs verschwinden immer wieder in den tief hängenden Wolken. Nur das dumpfe Brummen der Motoren durchbricht die morgendliche Stille. An Bord sitzen Cäcilie, ihr Ehemann Georg Donatus, ihre beiden kleinen Söhne Ludwig und Alexander sowie ihre Schwiegermutter. Gemeinsam sind sie auf dem Weg nach Großbritannien, wo sie an einer Familienhochzeit teilnehmen wollen. Niemand ahnt, dass dies die letzten Minuten ihres Lebens sein werden. Die Sicht wird immer schlechter. Beim Landeanflug streift das Flugzeug den Schornstein einer Fabrik und stürzt kurz darauf ab. Unter den Todesopfern sind Cäcilie, ihr Ehemann Georg Donatus, ihre beiden kleinen Söhne Ludwig und Alexander, ihre Schwiegermutter, eine Hofdame sowie der Trauzeuge. Cäcilie ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Als Feuerwehrleute die Absturzstelle untersuchen, machen sie eine erschütternde Entdeckung. Neben Cäcilies Leichnam finden sie die sterblichen Überreste eines neugeborenen Kindes. Offenbar hatten während des Fluges bereits die Wehen eingesetzt. Einige Historiker vermuten deshalb, dass der Pilot möglicherweise noch versucht hatte, eine Notlandung einzuleiten. Gewissheit darüber gibt es jedoch nicht. Besonders Prinz Philipp trifft der Verlust seiner Schwester schwer. Der damals 16-Jährige erfährt noch in seiner Schule, dass er nicht nur seine Schwester verloren hat, sondern fast ihre gesamte Familie ausgelöscht wurde. Der Schock sitzt tief. Wenige Tage später versammelt sich die Familie in Darmstadt zur Trauerfeier. Zum ersten Mal seit rund 7 Jahren begegnen sich Alice, ihre Kinder und ihr getrennt lebender Ehemann Andreas wieder. Nicht eine glückliche Familienfeier führt sie wieder zusammen, sondern die gemeinsame Trauer um Cäcilie. Nur eine fehlt zunächst in der Familiengruft, die kleine Johanna. Als einziges Kind hatte sie die Reise nicht angetreten und überlebt das Unglück zunächst. Ihr Onkel Prinz Ludwig und seine Ehefrau Margret nehmen das Mädchen bei sich auf. Doch auch ihr bleibt nur wenig Zeit. Weniger als 2 Jahre später stirbt Johanna an einer Hirnhautentzündung und wird neben ihren Eltern und Geschwistern beigesetzt. Mit Cäcilies Tod verliert die Familie nicht nur eine Tochter und Schwester, sie verliert einen Teil ihrer gemeinsamen Zukunft. Nach der Trauerfeier in Darmstadt gehen die 4 Schwestern erneut getrennte Wege. Viele Jahre vergehen, ehe es wieder zu einem persönlichen Wiedersehen kommt. Als Alice 1942 gemeinsam mit ihrer Tochter Theodora Margareta besucht, öffnet sich nach langer Zeit wieder eine Schlosstür für die Familie. Bewegt fallen sich Mutter und Töchter in die Arme. Doch das Schicksal fordert schon bald das nächste Opfer. Im Oktober 1943 befindet sich Sophies Ehemann Christoph bereits auf dem Rückflug nach Deutschland, als sein Flugzeug abstürzt. Er kommt dabei ums Leben.
Wieder verliert eine der 4 Schwestern den Menschen, mit dem sie ihr gemeinsames Leben verbringen wollte. Trotz dieses schweren Verlustes findet Sophie noch einmal neues Glück. Am 23. April 1946 heiratet sie auf Schloss Salem Prinz Georg Wilhelm von Hannover. Aus ihrer zweiten Ehe gehen später 3 weitere Kinder hervor. Nur ein Jahr danach steht das nächste große Familienereignis an. Als ihr jüngerer Bruder Philipp 1947 Prinzessin Elisabeth heiratet, möchten seine Schwestern selbstverständlich an seiner Seite sein. Doch die Folgen des Zweiten Weltkriegs reichen bis in die eigene Familie. Margareta, Theodora und Sophie werden nicht zur Hochzeit eingeladen. Nur ihre Mutter Alice nimmt an der Trauung in London teil. Doch Alice möchte nicht zulassen, dass ihre Töchter diesen besonderen Tag nur aus der Ferne erleben. Deshalb setzt sie sich nach der Hochzeit hin und schreibt. Seite für Seite schildert sie ihren Töchtern jedes einzelne Detail der Feier. Am Ende sind es 22 Seiten. Es ist ein bewegender Moment und ein Zeichen dafür, wie sehr Alice versucht, ihre Familie zusammenzuhalten. Auch die Verbindung der Geschwister bleibt bestehen. 1950 wird Margareta sogar Patin von Philipps Tochter Anne. Nun verfolgt Alice das Leben ihrer Töchter aufmerksam. Besonders um Theodora macht sie sich große Sorgen. Bereits Ende der 1940er Jahre treten erste Herzprobleme auf. Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich mit den Jahren zunehmend. Nach der Hochzeit von Sophia von Griechenland und Juan Carlos im Jahr 1962 schreibt Alice ihrem Sohn Philipp voller Sorge von Theodoras Zustand. An manchen Tagen, berichtet sie, falle ihrer Tochter das Sprechen schwer. Manchmal könne sie kaum noch gehen. Alice vermutet Herz- und Gefäßerkrankungen als Ursache. Selbst über große Entfernungen begleitet sie das Leben ihrer Tochter mit den wachsamen Augen einer Mutter. Im Oktober 1969 stirbt Theodora überraschend in einem Sanatorium. Für Alice ist dieser Verlust kaum zu ertragen. Nur 5 Wochen später endet auch ihr eigenes Leben. Mit Alice verliert die Familie nicht nur ihre Mutter. Nach allen Höhen und Tiefen, nach Flucht, Trennung und Wiedersehen endet das Leben der Frau, die ihre Kinder trotz aller Schicksalsschläge niemals aus dem Herzen verloren hatte. Margareta lebt noch viele Jahre auf Schloss Langenburg. Dort stirbt sie am 24. April 1981 im Alter von 76 Jahren. Als letzte der 4 Schwestern bleibt Sophie zurück. Im Sommer 2001 verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand. Sie zieht in ein Pflegeheim nach München, wo sie am 24. November 2001 im Alter von 87 Jahren stirbt. Mit ihrem Tod endet die Geschichte der 4 Töchter von Alice von Battenberg. Als Kinder glaubten sie, ihr ganzes Leben würde zwischen den Palästen Griechenlands stattfinden. Stattdessen führte ihr Weg durch Exil, Krieg und viele Jahre der Trennung. Doch eines verloren sie nie ganz: ihre Verbundenheit als Familie. Immer wieder fanden Mutter, Schwestern und Bruder trotz aller Schicksalsschläge zueinander zurück. Vielleicht war genau das größte Vermächtnis, das Alice ihren Kindern hinterließ.